Hallo Leute, willkommen zurück zu Wahrscheinlichkeiten. Diesmal geht es weiter mit, ja, Wahrscheinlichkeiten. Und zwar mit dem, was ihr vielleicht schon aus der Schule kennt, beziehungsweise wenn ihr in der Schule seid, was ihr gerade aktuell braucht und was ihr später auch nochmal im Studium brauchen könntet. Man glaubt es kaum, aber das ist tatsächlich noch relevant. Ja, man kann es recht schön anschaulich heute zeigen. Ich habe hier schon mal angefangen und zwar, wir wollen die vier Möglichkeiten, wie man aus Urnen Sachen ziehen kann. Also das Urnen- und Teilchen- bzw. auch Fächermodell wollen wir heute machen. Also es gibt vier Varianten, nämlich ich habe hier schon mal die erste aufgeschrieben und da habt ihr auch schon alles, was sich da unterscheiden kann. Also wir ziehen jedes Mal natürlich irgendwas. Und das verändert sich nicht. Und dann unter Beachtung der Reihenfolge ist das erste, was sich verändern kann. Man kann die Reihenfolge beachten oder eben auch nicht beachten. Also es macht einen Unterschied. Sagen wir mal, wir haben in der Urne ähm, rote Kugeln und schwarze Kugeln. Und wenn wir die Reihenfolge beachten, dann bedeutet das, es macht einen Unterschied, ob ich erst eine rote und dann eine schwarze Kugel ziehe oder ob ich zuerst eine schwarze und dann eine rote Kugel ziehe. Wenn ich die Reihenfolge nicht beachte, dann ist das völlig egal. Dann kommst du am Schluss auf das Endergebnis drauf an. Also ich habe eine rote und eine schwarze gezogen. Ähm, mit zurücklegen bedeutet, wir legen die Kugeln jedes Mal wieder zurück in unsere Urne. Ohne zurücklegen heißt, wir behalten sie draußen und können sie danach natürlich nicht mehr ziehen. Wenn wir sie zurücklegen, können wir sie nochmal ziehen. Das ist der einzige große Unterschied. So, und daraus ergeben sich natürlich vier Möglichkeiten, wie man das irgendwie machen kann. Und das ist auch schon eine Art von Wahrscheinlichkeit. Ähm, ja, ist egal, vergesst das. Ähm, so, also man hat jetzt hier folgende Berechnung. Wenn ich, sagen wir mal, die Reihenfolge beachten möchte und ich lege die Kugeln danach zurück, dann habe ich genau n hoch k Möglichkeiten, wie ich meine Kugeln ziehen kann. Also quasi ja, ich habe n hoch k Möglichkeiten, eine Kugel zu ziehen und da kommt irgendwas in Skype. Das ist jetzt gerade nicht wirklich wichtig. Ähm, genau. Was ist n und was ist k? N ist die Anzahl an Kugeln, die wir da drin haben. Also sagen wir mal, im Fall von Lotto sind es, glaube ich, 49 Kugeln, also wäre n gleich 49. Und K ist dann die Anzahl, wie oft wir ziehen. Also wir legen die Kugeln ja jedes Mal zurück. Deswegen können wir jede Kugel nochmal ziehen. Deswegen verändert sich hier vorne mit dem N auch nichts, weil wir ja jedes Mal 49 Kugeln ziehen können. Und K ist dann eben die Anzahl, wie oft wir ziehen. Also im Fall von Lotto zum Beispiel, ich glaube, sechsmal sind es. Ja, müssen sechsmal sein. Ich spiele kein Lotto und ich bin auch ein absoluter Gegner davon. Ihr werdet auch vielleicht heute noch sehen, wieso. Naja gut, warum ist das so? Und zwar, wenn ich jetzt hier 49 Kugeln habe, doch nicht draußen, innen drin bitte. Also jetzt mal als Beispiel im Fall von Lotto, wir haben 49 Kugeln und wir wollen das Ganze, ja gut, das funktioniert nicht, hätte ja sein können. Wir wollen 49 hoch 6 ausrechnen. So, warum? Also wir haben das erste Mal, wenn wir ziehen, 49 Möglichkeiten, eine Kugel zu ziehen, nämlich 1 bis 49. Und dann legen wir die Kugel wieder zurück, was sie, glaube ich, im Fall von Lotto nicht tun. Und dann legen wir die Kugel, wie gesagt, zurück und dann haben wir wieder 49 Möglichkeiten, ähm, weil wir dieselbe Kugel ja wieder ziehen können. Und das Ganze machen wir sechsmal, weil wir jedes Mal eben eine Kugel ziehen. Und ja, dann haben wir insgesamt 49 hoch 6 Möglichkeiten, wie wir ziehen können, weil wir ja auch die Reihenfolge irgendwie beachten wollen. Die ist ja auch noch wichtig. Das heißt, es interessiert uns, ob wir jetzt zuerst die eins ziehen, dann die 2 und dann die 5. Das tun sie, glaube ich, bei Lotto tatsächlich auch nicht machen. Ja, so, jetzt wollen wir das hier mal kopieren, damit es schneller geht. Gut, so, jetzt machen wir ohne zurücklegen. Das ist nämlich der zweite Fall. Und dann nehmen wir mal an, wir haben immer noch diesen Fall hier, also n hoch k. Ach, da brauche ich die Formel nicht neu einfügen. So, ähm, also wir ziehen jetzt, das brauche ich gar nicht. Wir ziehen jetzt eine Kugel. Wir haben 49 Möglichkeiten, also n Möglichkeiten, wenn wir im allgemeinen Fall bleiben. Dann legen wir die Kugel aber nicht zurück. Das heißt, wir haben nur noch 48 Kugeln drin. Wenn wir jetzt nochmal ziehen, haben wir nur noch 48, also insgesamt n minus eine Möglichkeit.
Und wenn wir diese Kugel dann auch nicht zurücklegen, haben wir nur noch 47 Möglichkeiten, also n minus 2. Und das Ganze machen wir eben 6 Mal. Das heißt, wir landen am Schluss, also wir machen das Ganze, was ich hier aufgeschrieben habe, n mal n minus 1 mal n minus 2 und so weiter. Deswegen diese Punkt, Punkt, Punkt hier. Mal n minus k minus 1. So, jetzt lasst mich das nochmal kurz durchgehen. Also im Fall von Lotto könnten wir jetzt sagen, wir haben am Anfang 49 Möglichkeiten. Dann haben wir 48 Möglichkeiten, dann 47, dann 46, dann 45 und dann 44. So, das sind jetzt 6 Stück. Und, oh, ups, da fehlt eine Klammer. Die ist wichtig. Die ist sogar sehr wichtig. Hier hinten habe ich sie zugemacht, vorne habe ich sie nicht aufgemacht, blöd. Ja, 49 ist n, n minus 1 ist 48, n minus 2, also diese Punkt, 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 n minus 3 und n minus 4. Wie gesagt, diese Punkt, Punkt, Punkt. Und dann kommt n minus k minus 1. K ist, wie ihr euch hoffentlich erinnert, 6, weil wir 6 mal ziehen. Also hier die Anzahl quasi. Also 49 minus 6 minus 1, 6 minus 1 ist 5, also 49 minus 5, also 44. Das heißt, wir würden jetzt aus der Formel hier rauslesen, 49 mal 48, dann sehen wir nur noch Punkt, Punkt, Punkt und dann am Schluss können wir die Zahl wieder ausrechnen, also 44 und die zwischendrin können wir einfach einfügen, weil wir hier in Einserstellungen zurückgehen. Gut, das wäre der zweite Fall. Jetzt kommt der dritte Fall. Ziehen, ohne Beachtung der Reihenfolge. Aber mit zurücklegen. Ja, das bedeutet Folgendes. Also ja, uns ist jetzt völlig egal, wie das irgendwie, in welcher Reihenfolge die rauskommt. Also wir können von mir aus zuerst die 1, dann die 5 und dann die 7 ziehen. Das ist genau dasselbe, wie wenn wir zuerst die 7, dann die 7 ziehen, dann die 1 und dann die 5. Na, verdammt. Ich falle jedes Mal drauf rein. Na, was zur Hölle? Schlimm. Okay, das berechnet sich ein bisschen anders, aber wir können auch drauf kommen, wie das funktioniert. Ja, und zwar haben wir jetzt hier, ja, wie mache ich das? Moment. Eine große Klammer hätte ich gerne. Hier drin hätte ich gerne... Ah, da ist es doch. So, 2 Dimensionen. Perfekt. N plus k minus 1 über, so spricht sich das, über k. Das ist jetzt kein Vektor, sondern das ist einfach eine total komische Schreibweise für eine Berechnungsvorschrift. Ja gut, die muss man sich halt merken. Es tut mir wirklich leid. Achso, die Formel schreibe ich euch nachher genau hin. Ihr müsst mir jetzt aktuell einfach mal glauben, dass das so ist. Das ist auch nicht so intuitiv nachvollziehbar. Das sind halt diese ohne Beachtung der Reihenfolge, ohne zurücklegen. Ja, ihr müsst jetzt einfach mal hier so mir quasi vertrauen, dass ich hier keinen Scheiß gebaut habe. Beziehungsweise euren Lehrer, Prof, was auch immer. So, und jetzt haben wir hier n über k. An der Stelle möchte ich die Formel eben einführen. N über k bedeutet folgendes, nämlich Bruch. Wir haben n-Fakultät oben. Ich hoffe, ihr wisst, dass n-Fakultät gleich n mal n minus 1 mal und so weiter bis 1 ist. Also ich schreibe es gerade mal hier unten noch hin. Fakultät n Ausrufezeichen, so schreibt sich das, ist gleich n mal n minus 1, n minus 2 und so 2 habe ich gesagt und so weiter bis 1. Ja, bis mal 1. Brauchen wir keine Klammer. Das heißt, ihr habt da am Schluss stehen 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 mal 8 mal 9 mal 10 und so weiter, bis ihr bei 49 angekommen seid für den Fall hier oben. Das wäre n-Fakultät. So, und der zweite Teil der Formel steht unten. Das ist dann eben k-Fakultät, also in unserem Fall oben 6 Fakultät, also 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1.
mal, und dann kommt noch eine Klammer, das ist echt eine bescheuerte Formel, aber ja, man braucht sie leider, ein n minus k Fakultät. So, jetzt werdet ihr mich wahrscheinlich hassen, weil ich euch diese Formel an den Kopf schmeiße, es geht wirklich nicht ohne. Also Endfakultät ist wie gesagt 49 mal 48 und so weiter, bis ihr bei 1 angekommen seid. Das hier ist 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Und hier rechnet ihr zuerst n minus k aus. Das wäre in diesem Fall 43 und macht dann die Fakultät davon. Und dann teilt ihr das einfach durcheinander. Das ist halt einfach mal so. So benutzt ihr diese Formel quasi. Ja, warum ist es so? Gut, ja, ich bin mir nicht sicher, ob euch das überhaupt interessiert. Lasst es einfach mal so stehen. Falls es euch wirklich interessiert, postet es bitte in die Kommentare, dann erkläre ich es euch noch. Das ist echt komplizierter eigentlich. Ähm, Was jetzt aber hier auch noch dazu kommt, man kann das nicht nur als Uhrenmodell bezeichnen, sondern natürlich auch als Teilchenmodell. Im Teilchenmodell bedeutet es einfach bloß so viel. Man möchte Teilchen in Fächer aufteilen, also so kleine, keine Ahnung. Man verteilt Karten auf Spieler, genau. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, und diese Teilchen, also Karten, die man auf die Spieler, also Fächer, verteilt, die lassen sich entweder unterscheiden oder nicht unterscheiden. Das wäre dann das hier, dass wir die Reihenfolge beachten. Entschuldigt bitte. Dass wir die Reihenfolge hier beachten. So. Und dann kann man natürlich auch noch sagen, ob jeder Spieler mehr als eine Karte haben darf oder auch nicht, beziehungsweise ein Fach mehr als ein Teilchen haben darf. Man nummeriert natürlich die Teilchen durch. Die Anzahl der Teilchen, die Anzahl der Fächer ist dann n. Also vorher war das unser n und jetzt ist es die Anzahl an Fächern. Und die Anzahl an Teilchen, die verteilt werden, ist dann halt k. Und das lässt sich dann genauso machen. Also das hier wäre der Fall, ziehen unter Beachtung der Reihenfolge mit zurücklegen, wäre halt dann, dass die Teilchen unterscheidbar sind und dass jedes Fach mehrere Teilchen aufnehmen kann. Also es gibt quasi nur, es kann nur eins aufgenommen werden oder es können unendlich viele aufgenommen werden. Dann hier darf eben nur eins aufgenommen werden, aber die Teilchen sind immer noch unterscheidbar. Und hier sind die Teilchen halt nicht mehr unterscheidbar, aber man darf wieder mehrere pro Fach reintun. Und hier sind die Teilchen nicht unterscheidbar und man darf nur eins pro Fach reintun. Ja, also diese vier Möglichkeiten gibt's. Genau, und diese zwei Modelle gibt es eben auch. Jedes Mal natürlich ähnlich. Und gleich berechnet wird es natürlich auch noch. Also ihr könnt euch da aussuchen, was euch lieber ist und was euch verständlicher ist. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es in die Kommentare, vielleicht mache ich dann tatsächlich noch ein Video dazu. Ansonsten nehme ich mal an, dass ihr wie ich seid und einfach nur die Sachen rechnen wollt und ja, wo das herkommt, ist euch wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Alles klar, dann wünsche ich euch ja, bis dorthin mal alles Gute und wir sehen uns, hören uns.